Jungfrauen sind die stillen Beobachter des Tierkreises. Sie sprechen wenig, hören aber viel und sehen mehr, als sie preisgeben. Oft wird ihre Ruhe als Schwäche missverstanden, ein Fehler, den das Karma nicht vergisst. Hinter ihrer gefassten Fassade arbeitet ein Verstand, der alles speichert, Absichten analysiert und klare Grenzen zieht. Einen Jungfrau-Geborenen zu verletzen ist nicht nur grausam, sondern gefährlich. Denn was du heute zerstörst, dafür wirst du morgen bezahlen. Heute entdeckst du 20 Gründe, warum du niemals einen Jungfrau-Geborenen verletzen solltest. Grund Nummer 2 wird dich besonders berühren. Bevor wir starten, schreib in die Kommentare, welches Sternzeichen du bist und wann dein Geburtstag ist. Ich liebe es, eure Geschichten zu lesen. Und wenn dir das Video gefällt, abonniere den Kanal, lass ein Like da und teile es mit deinen Freunden. Los geht's. Grund 20. Sie vergessen nichts. Jungfrauen haben ein Gedächtnis wie ein Archiv. Jedes Wort, jede Tat, jeder Moment, in dem du sie ignoriert, beleidigt oder unterschätzt hast, wird gespeichert. Du denkst, die Zeit verwischt deine Fehler? Nicht bei einer Jungfrau. Sie lächeln, bleiben höflich, vielleicht verzeihen sie sogar, um den Frieden zu wahren. Doch tief drinnen bleibt die Erinnerung glasklar. Dieses Gedächtnis ist nicht kleinlich, sondern schützend. Es bewahrt sie davor, denselben Fehler zweimal zu machen. Wenn du eine Jungfrau verletzt und glaubst, du kommst davon, irrst du dich. Du hast einen karmischen Countdown gestartet. Was eine Jungfrau speichert, merkt sich auch das Universum, und das Karma arbeitet leise, bis der perfekte Moment kommt, um die Waage auszugleichen. Der Verrat, den du heruntergespielt hast, wird zurückkehren, nicht weil Jungfrauen rachsüchtig sind, sondern weil die Energie, die du aussendest, immer zurückkommt. Also, wenn du Frieden in deinem Leben willst, verletze niemanden, der nie vergisst. Karma sorgt dafür, dass du es bereust. Grund 19. Sie durchschauen deine Absichten. Eine Jungfrau zu verletzen, ist mehr als ein Moment der Schwäche. Der wahre Schaden entsteht danach, wenn sie beginnen, dich zu analysieren. Sie prüfen jedes Wort, deinen Tonfall, den Zeitpunkt, deine Motive. Jungfrauen sind mentale Detektive. Sie spüren nicht nur den Schmerz, sie suchen seine Ursache. Sie spielen die Situation immer wieder durch, bis sie deine wahren Absichten erkennen. Und wenn sie gefunden haben, gibt es kein Zurück. Sie konfrontieren dich nicht mit Drama oder Vorwürfen, sie ziehen sich innerlich zurück und ändern ihre Sicht auf dich. Das ist der Moment, in dem das Karma zu wirken beginnt. Wenn eine so geerdete Person wie eine Jungfrau emotional abrückt, spürst du die Leere. Plötzlich fehlt etwas Stabiles in deinem Leben. Das ist kein Zufall, das ist Karma, das leise arbeitet. Jungfrauen kämpfen nicht laut, sie lassen dich allein zerbrechen. Also, bevor du denkst, du könntest sie manipulieren, denk nochmal nach. Ihr Verstand ist schärfer als du ahnst und das Universum schützt jene, die klar sehen. Verletze sie und das Karma wird deine Absichten entlarven. Grund 18. Sie erkennen Lügen sofort. Du denkst, du bist schlau, dass deine Halbwahrheiten oder vagen Ausreden eine Jungfrau täuschen können? Falsch gedacht. Jungfrauen hören nicht nur zu, sie scannen dich. Sie bemerken den Wechsel in deinem Tonfall, dein zu schnelles Blinzeln, die Geschichte, die nicht ganz stimmig ist. Sie rufen dich nicht immer sofort zur Rede, aber sei sicher, sie haben es bemerkt. Jungfrauen haben einen inneren Filter, der Wahrheit von Täuschung trennt. Sobald sie Unehrlichkeit spüren, beginnt die emotionale Brücke zu bröckeln. Und hier wird's gefährlich. Karma beobachtet, wer reine Herzen belügt. Jungfrauen lügen nicht. Sie schätzen Ehrlichkeit, auch wenn sie unangenehm ist. Wenn du diesen Kodex brichst, beginnt das Universum, die Fäden zu ziehen. Du magst es heute oder morgen nicht spüren, aber diese Unehrlichkeit wird dich einholen. Wenn eine Jungfrau sich zurückzieht, tun sie es mit Absicht und das Gewicht deiner Taten bleibt bei dir. Lies niemals jemanden an, der von Merkur regiert wird. Das Universum wird es dir heimzahlen. Bleib dran, das Beste kommt noch. Und vergiss nicht, abonnieren, liken, teilen. Grund 17.
Sie sind stärker, als sie wirken. Eine Jungfrau mag ruhig, gefasst, vielleicht sogar zurückhaltend wirken. Aber verwechsle Stille nicht mit Schwäche. Unter dieser ruhigen Oberfläche steckt eine Kraft aus Disziplin, Ausdauer und emotionaler Stärke, die kaum jemand mithalten kann. Jungfrauen haben innere Kämpfe gemeistert, Selbstzweifel überwunden und Enttäuschungen durch pure Willenskraft besiegt. Sie brauchen keinen Applaus, zeigen ihre Narben nicht, aber sie sind Krieger. Wenn du eine Jungfrau verletzt und denkst, sie wird nicht wieder aufstehen, gibst du dem Universum einen Grund einzugreifen. Karma bemitleidet Jungfrauen nicht, es respektiert sie. Es sieht, wie hart sie arbeiten, wie viel sie geben und wie still sie leiden. Wenn jemand versucht, sie zu brechen, antwortet das Karma präzise. Du denkst, du hast gewonnen, aber du hast nur eine kosmische Korrektur ausgelöst. Jungfrauen bauen sich immer wieder auf, und während sie in Stille aufsteigen, folgt dir das Karma laut. Unterschätze sie nicht. Wahre Stärke führt zu Konsequenzen. Grund 16. Ihre Stille ist mächtig. Wenn eine Jungfrau schweigt, hat sie nicht nichts zu sagen. Sie hat genug gesagt und du hast nicht zugehört. Diese Stille ist kein Moment, sondern ein Ende. Es bedeutet, dass du eine Grenze überschritten hast und sie entscheiden, dass deine Energie nicht mehr in ihre Nähe gehört. Dann beginnt das Karma zu wirken. Diese Stille ist nicht leer. Sie ist voller Erkenntnis, Heilung und emotionaler Distanz. Sie versuchen nicht mehr, verstanden zu werden oder hoffen, dass du dich änderst. Sie schützen ihren Frieden. Sobald eine Jungfrau schweigt, spürst du es in deinem Leben. Der Frieden, den du mit ihnen hattest, ist weg. Ihre stille Unterstützung, die tiefen Gespräche, alles weg. Karma schreit nicht. Manchmal flüstert es durch Abwesenheit. Wenn du also von einer Jungfrau ignoriert oder ersetzt wirst, wisse, du hast es dir verdient. Du hast jemanden respektlos behandelt, der ehrlich war, und das Universum zeigt dir, wie es sich anfühlt, draußen zu stehen. Lass sie los. Grund 15. Sie brauchen keine Schreie, um dich zu treffen. Jungfrauen erheben selten die Stimme. Sie explodieren nicht, sie beleidigen nicht. Aber wenn sie sprechen, wirklich sprechen, treffen ihre Worte tief. Sie sind präzise, ruhig und erschreckend treffend. Ein einziger Satz, perfekt getimt, bleibt tagelang in deinem Kopf. Nicht, weil sie grausam sind, sondern weil sie durch dich hindurchsehen und deine Wahrheit spiegeln. Du merkst erst später, wie stark es dich getroffen hat, wenn du nachts wach liegst und über ihre Worte nachdenkst. Das ist ihre Stärke. Leise, scharf, unerschütterlich. Wenn du eine Jungfrau verletzt und denkst, sie schlagen nicht zurück, täuschst du dich. Sie brauchen kein Geschrei, um dein Leben zu erschüttern. Das Universum schützt diese Intelligenz. Wenn du ihre Güte missbrauchst, bringt das Karma keine laute Strafe, sondern Reflexion. Du wirst mit deinen Entscheidungen sitzen und ihre Stimme hallt nach, auch wenn sie längst weg sind. Also, wenn dir das Video gefällt, abonniere jetzt und schreib in die Kommentare, was du denkst. Grund 14. Sie werden es leid, nicht geschätzt zu werden. Jungfrauen geben alles. Ihre Zeit, ihre Hilfe, ihre Energie, ihre stille Loyalität. Doch wenn sie sich ungeschätzt fühlen, wenn ihre Mühe ignoriert oder mit Gleichgültigkeit beantwortet wird, schaltet etwas in ihnen ab. Nicht laut, nicht dramatisch, sie ziehen sich einfach zurück. Sobald sie merken, dass du sie nicht wertschätzt, gehen sie. Sie betteln nicht, warten nicht darauf, dass du ihren Wert erkennst. Sie verschwinden. Und wenn sie gehen, kommen sie selten zurück, weil sie dir Chancen gegeben haben, die du übersehen hast. Dann greift das Karma ein. Du spürst, wie leer sich alles anfühlt, wie deine Probleme schwerer werden, ohne ihre stille Unterstützung. Das ist kein Zufall. Das ist das Universum, das dir deinen Fehler spiegelt. Wenn du eine Jungfrau in deinem Leben hast, schätze sie, bevor es zu spät ist. Denn wenn sie weg sind, bringt das Karma sie nicht zurück. Es bringt dir das Gewicht deiner eigenen Blindheit. Grund 13. Sie bemerken alles. Du denkst, dein Augenrollen, dein sarkastischer Ton
oder dein passiv-aggressiver Kommentar sei unbemerkt geblieben? Falsch. Jungfrauen sehen alles. Sie beobachten die kleinen Dinge, die anderen entgehen. Sie rufen dich nicht immer sofort zur Rede, aber in ihrem Kopf machen sie Notizen. Je mehr Muster sie erkennen, desto klarer wird ihnen deine wahre Absicht. Eine Jungfrau zu verletzen geschieht nicht durch laute Beleidigungen, sondern durch subtile Respektlosigkeiten. Sobald sie merken, dass du sie nicht wertschätzt, ziehen sie sich leise zurück. Das ist der Moment, in dem das Karma beginnt, denn Jungfrauen handeln nicht aus Wut, sondern aus Weisheit. Das Universum respektiert diese Klarheit. Wenn du sie mit kleinen, ständigen Stichen vertreibst, wird das Karma dir zeigen, wie sich das Leben ohne ihre Präsenz anfühlt. Also, bevor du Respektlosigkeiten anhäufst, denk dran. Jungfrauen sehen, was du für versteckt hältst, und das Karma enthüllt, was ignoriert wurde. Grund 12. Sie können dein größter Verbündeter oder schärfster Kritiker sein. Jungfrauen sind nicht neutral. Wenn sie dich mögen, gehen sie für dich durchs Feuer. Sie verteidigen dich, unterstützen dich, arbeiten im Hintergrund, um dein Leben besser zu machen. Doch dieselbe Präzision, die sie nutzen, um dir zu helfen, wird zur Herausforderung, wenn du sie schlecht behandelst. Jungfrauen werden dein Spiegel. Sie sehen die Teile von dir, die du verbergen willst. Und wenn du sie verletzt, nehmen sie nicht Rache, sie hören auf, dich zu schützen. Plötzlich werden deine Schwächen sichtbar, deine Ausreden funktionieren nicht mehr. Das ist kein Zufall, das ist Karma. Jungfrauen schützen dich vor Chaos, und wenn du sie vertreibst, verschiebt sich das Gleichgewicht. Wenn du das Glück hast, eine Jungfrau an deiner Seite zu haben, sei gut zu ihr. Mach sie nicht zum Feind, denn das Universum straft nicht sie. Es zeigt dir, wie das Leben ohne ihren Schutz aussieht. Das ist Strafe genug. Grund 11. Ihre Standards sind hoch. Respektiere sie. Jungfrauen kompromittieren nicht. Sie tolerieren kein Chaos, senken ihre Ansprüche nicht, nur um jemanden zu halten. Wenn du versuchst, sie dazu zu zwingen, weniger zu akzeptieren, als sie verdienen, entfernen sie dich ohne Zögern aus ihrem Leben. Ihre Erwartungen sind nicht unrealistisch, sondern Ausdruck von Selbstachtung. Sie leben jeden Tag nach diesen Standards. Wenn du ihre Grenzen überschreitest oder ihre Werte missachtest, forderst du nicht nur sie heraus, sondern das Fundament ihres Lebens. Das Universum ehrt Integrität. Wenn du eine Jungfrau verletzt, indem du ihre Standards ignorierst, sorgt das Karma dafür, dass du erfährst, wie es ist, selbst nicht zu genügen. Jungfrauen kämpfen nicht, sie gehen. Und sobald sie weg sind, gerät dein Leben ins Wanken. Also, wenn du in ihrem Leben bleiben willst, erhebe dich auf ihr Niveau, denn wenn du sie herunterziehst, lässt das Karma dich fallen. Grund 10. Sie setzen klare Grenzen und gehen nicht zurück. Jungfrauen wirken flexibel, geduldig, vielleicht sogar nachgiebig, aber verwechsle ihre Güte nicht mit Schwäche. Wenn eine Jungfrau eine Grenze setzt, ist sie endgültig. Sie drohen nicht, sie schreien nicht, sie entscheiden ruhig, klar und unumstößlich. Wenn du zu weit gehst, zu viel nimmst oder ihre Bedürfnisse ignorierst, ziehen sie eine Linie. Und wenn sie gezogen ist, gibt es kein Zurück. Du kannst betteln, dich entschuldigen, Veränderung versprechen. Wenn eine Jungfrau sieht, dass du ihren Frieden bedrohst, entfernen sie dich wie ein Chirurg ein Gift. Karma respektiert Menschen, die sich ohne Gewalt schützen. Wenn eine Jungfrau mit ruhigem Entschluss geht, hört das Universum zu. Wenn du ihre Grenzen überschritten hast, wirst du die Kälte ihrer Abwesenheit spüren. Ihre Hilfe, ihre Fürsorge, alles weg. Das ist Karma, nicht als Rache, sondern als Konsequenz. Respektiere ihre Grenzen, denn wenn du sie übertrittst, wird das Universum dich lehren, was Abstand bedeutet. Grund 9. Sie beobachten dich, bevor du es merkst. Während du sprichst, lachst oder versuchst, sie zu beeindrucken, beobachtet eine Jungfrau dich bereits. Nicht misstrauisch, sondern analytisch. Sie achten auf deinen Ton, deine Wortwahl, deine Reaktion. Sie merken sich die kleinen Dinge, die du preisgibst. Bevor du denkst, du hast einen guten Eindruck gemacht, wissen sie schon, wer du bist. Sie sehen hinter deine Maske. Wenn du sie täuschen willst,
speichern sie es. Sie konfrontieren dich nicht sofort, sondern ziehen sich langsam zurück. Und wenn sie dich abschneiden, wirst du nicht verstehen, warum, bis das Karma es dir zeigt. Jungfrauen brauchen kein Drama, um die Wahrheit zu erkennen. Sie vertrauen auf Instinkt, Logik und Gerechtigkeit. Wenn du sie belügst oder manipulierst, kommen die Konsequenzen. Vielleicht nicht sofort, aber sie kommen. Das Universum schützt diejenigen, die klar sehen. Also, wenn du eine Jungfrau unterschätzt hast, mach dich bereit. Wenn sie gehen, nehmen sie ihr Wissen mit und hinterlassen Stille und eine Lektion, die nur das Universum lehren kann. Grund 8. Sie leiden mehr, als sie zeigen. Jungfrauen tragen Schmerz in Stille. Sie brechen nicht vor dir zusammen, sie bitten nicht um Mitleid. Sie lächeln, funktionieren, tun, was nötig ist, aber innerlich bluten sie. Ihr Herz ist empfindlich, auch wenn ihr Gesicht es nicht zeigt. Wenn du eine Jungfrau verletzt, drehen sie sich nicht um und schreien, sie wenden sich nach innen, sie fragen sich, was sie falsch gemacht haben, selbst wenn es nicht ihre Schuld war. Das ist die Tragödie. Sie nehmen mehr emotionale Treffer, als du ahnst. Weil sie so gefasst wirken, denken viele, sie seien unberührt, aber sie sind es nicht. Darum ist es so gefährlich, eine Jungfrau zu verletzen. Du siehst den vollen Schaden vielleicht nie, aber das Universum sieht ihn. Karma beobachtet genau, wenn jemand ein Herz bricht, das seine Wunden verbirgt. Wenn du eine Jungfrau schlecht behandelst und denkst, sie verkraften es einfach, denk nochmal nach. Die Konsequenzen kommen nicht von ihnen, aber sie kommen. Das Universum gibt den Schmerz an den Verursacher zurück. Immer. Grund 7. Sie hassen Drama, aber wissen sich zu wehren. Jungfrauen suchen keinen Streit. Sie meiden Chaos und unnötige Konflikte, aber denken nicht, dass sie wehrlos sind. Wenn du sie in die Enge treibst, verteidigen sie sich mit Ruhe, Logik und Präzision. Sie schreien nicht, sie beleidigen nicht, sie bringen Fakten, Daten, genaue Worte. Sie zerlegen deine Ausreden Stück für Stück, bis dir die Worte fehlen. Und das Schlimmste, sie tun es, ohne die Kontrolle zu verlieren. Das ist Macht, leise, intellektuell und erschreckend effektiv. Wenn du eine Jungfrau verletzt und denkst, sie bleibt stumm, warte ab. Wenn sie antworten, wird es chirurgisch präzise sein. Das Universum liebt diese Klarheit. Wenn jemand die Wahrheit verdreht oder spielt, wird eine Jungfrau zum Spiegel, der alles zurückwirft. Nach dem Streit kehren sie nicht zur Normalität zurück. Ihre Stille danach ist die wahre Strafe. Das ist der Moment, in dem das Karma übernimmt. Also, wenn du einen Streit mit einer Jungfrau beginnst, sei gewarnt. Sie kämpfen mit Wahrheit und wenn sie gehen, beendet das Karma, was sie begonnen haben. Grund 6. Respekt ist ihnen wichtiger als Liebe. Für Jungfrauen ist Liebe schön, aber Respekt unverzichtbar. Du kannst ihnen deine Liebe schwören, Geschenke machen, Versprechen geben. Wenn du sie respektlos behandelst, ist alles wertlos. Jungfrauen bleiben nicht, wo sie herabgesetzt werden. Sie tolerieren keine Demütigung oder Spott. Wenn diese Grenze überschritten ist, kannst du sie nicht zurückgewinnen, nicht einmal mit der größten Liebe. So ernst nehmen sie ihre Würde. Wenn du ihren Stolz verletzt, sie bloßstellst oder sie klein machst, verlierst du sie. Vielleicht merkst du es erst, wenn es zu spät ist. Karma reagiert stark auf solche Wunden, denn Jungfrauen schreien nicht, sie gehen. Das Universum spiegelt ihre Stille in deinem Leben wider. Du wirst die Abwesenheit ihrer Loyalität, ihrer Unterstützung spüren. Keine Entschuldigung kann zurückbringen, was zerbrochen ist. Also, wenn du von einer Jungfrau geliebt wirst, liebe sie nicht nur, respektiere sie. Denn wenn du ihren Respekt verlierst, verlierst du alles und das Karma sorgt dafür, dass du es spürst. Grund 5. Sie haben ein selektives Gedächtnis und du bist auf der schwarzen Liste. Jungfrauen vergessen nicht alles, aber sie erinnern sich an das, was zählt. Wenn du sie betrogen, belogen oder tief verletzt hast, bist du nicht nur eine Erinnerung, du bist eine Warnung. Sie speichern, wie sie sich gefühlt haben, was du getan hast, was du gesagt hast. Sobald du die Grenze überschreitest, landest du auf ihrer stillen schwarzen Liste. Du hörst nichts davon, aber du spürst es. Ihre Wärme verblasst, ihre Präsenz verschwindet.
Karma beobachtet diesen Prozess genau, denn wenn jemand so loyaler wie eine Jungfrau aufhört, sich zu kümmern, ist es keine Laune, es ist Gerechtigkeit. Sie haben dir Zeit, Geduld, Chancen gegeben, und wenn du dich als unwürdig erwiesen hast, ziehen sie sich mit Anmut zurück. Das Universum respektiert diese Stärke. Wenn du eine Jungfrau verletzt hast und denkst, sie kommen darüber hinweg, täuschst du dich. Du hast nicht nur eine Person verloren, sondern ihre Loyalität und Bewunderung. Karma sorgt dafür, dass dein Name nicht aus deinem Schicksal verschwindet. Grund 4. Sie meiden Streit. Aber wenn du einen beginnst, sei bereit, Jungfrauen lieben Frieden, meiden Drama und unnötige Konfrontation. Doch wenn du sie provozierst, beleidigst oder respektlos behandelst, sei gewarnt. Jungfrauen erheben nicht die Stimme, sie explodieren nicht. Sie bringen Fakten, Daten, genaue Worte. Sie zerlegen deine Geschichte mit scharfer Präzision. Sie kämpfen nicht, um zu verletzen. Sie kämpfen, um die Wahrheit zu zeigen. Und die Wahrheit, wenn sie von einer Jungfrau ausgesprochen wird, schneidet tiefer als jeder Angriff. Karma liebt diese Klarheit. Wenn jemand versucht, die Wahrheit zu verdrehen, wird eine Jungfrau zum Spiegel. Nach dem Streit kehren sie nicht zur Normalität zurück. Ihre Stille ist die wahre Strafe. Das ist der Moment, in dem das Karma übernimmt. Also, wenn du einen Streit mit einer Jungfrau beginnst und denkst, sie werden nicht reagieren, denk nochmal nach. Sie kämpfen mit Gedächtnis und Wahrheit, und wenn sie gehen, beendet das Karma, was sie begonnen haben. Grund 3. Sie helfen von Herzen. Verrate das, und du verlierst alles. Wenn eine Jungfrau dir hilft, ist es nicht für Ruhm oder Gegenleistungen. Sie helfen, weil sie dich mögen. Sie bleiben wach, finden Lösungen, machen sich Sorgen, wenn niemand sonst es tut. Ihre Hilfe ist durchdacht, praktisch, aufrichtig. Doch wenn du das verrätst, wenn du lügst oder sie ausnutzt, verlierst du nicht nur ihre Hilfe, sondern ihre Bewunderung. Und die ist selten. Jungfrauen bewundern Stärke, Ehrlichkeit, Loyalität. Sobald sie sehen, dass du es nicht ernst gemeint hast, ist die Verbindung tot. Ihr könnt weiter reden, aber das Vertrauen ist weg. Karma sieht alles. Das Universum vergibt nicht, wer Güte für Schwäche hält. Jungfrauen rächen sich nicht, aber der Schmerz, den sie fühlen, wird in die Welt getragen, und das Leben sorgt dafür, dass diese Lektion zu dir zurückkommt. Wenn du eine Jungfrau an deiner Seite hattest und sie ausgenutzt hast, sei bereit. Sobald ihre Hilfe weg ist, spürst du die Leere. Niemand unterstützt wie eine Jungfrau, und der Preis für ihren Verrat ist nie gering. Also, abonniere den Kanal und teile das Video. Lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen. Grund 2. Sie öffnen sich nur schwer. Verletze sie und sie werden zur Mauer. Jungfrauen lassen nicht leicht jemanden an sich heran. Sie sind vorsichtig mit ihren Gefühlen, beobachten, warten, prüfen. Wenn sie sich endlich öffnen, glauben sie wirklich an diese Bindung. Doch wenn du sie verletzt, wenn du ihre Verletzlichkeit missbrauchst, schließt sich etwas in ihnen für immer. Sie bauen emotionale Mauern, die kaum zu durchbrechen sind. Sie bleiben höflich, freundlich, aber der tiefe Zugang ist weg. Egal wie sehr du es versuchst, du kommst nicht mehr hinein. Karma ehrt Menschen, die sich nach Schmerz schützen. Wenn du das Vertrauen einer Jungfrau gebrochen hast, zeigt dir das Leben, wie es ist, jemanden zu verlieren, der an dich geglaubt hat. Du wirst ihre Tiefe, ihre Fähigkeit, dich zu verstehen, vermissen. Alles hinter einer Mauer, die du selbst errichtet hast. Das Herz einer Jungfrau schließt sich nicht leicht, aber wenn es sich schließt, öffnet es sich nicht wieder für dieselbe Person. Das ist die Konsequenz, jemanden zu verletzen, der dir alles in Stille gegeben hat. Grund 1. Jungfrauen geben Qualität. Verliere sie und du wirst ihre Fürsorge vermissen. Jungfrauen lieben nicht einfach. Sie verbessern alles, was sie berühren. Sie bemerken, was anderen entgeht. Sie merken sich deine Lieblingsdinge, denken an deine Bedürfnisse, bevor du sie aussprichst. Ihre Fürsorge ist nicht laut, sondern durchdacht. Sie bringen dir Medizin, wenn du krank bist, erinnern dich an Details, unterstützen deine Ziele, ohne dass du fragst. Mit einer Jungfrau zu leben bedeutet, in einer Welt kleiner,
magischer Gesten zu sein. Wenn du das verlierst, gibt es keinen Ersatz. Du wirst merken, wie andere nicht nachfragen, nicht vorausdenken, dich nicht wirklich sehen. Das ist der Moment, in dem das Karma wirkt. Jungfrauen schlagen die Tür nicht zu, sie verschwinden leise, und die Stille, die sie hinterlassen, hallt lauter als jedes Lebewohl. Wenn du eine Jungfrau schlecht behandelt hast, die dir Qualität und Fürsorge geschenkt hat, wird das Karma nicht vergessen. Das Leben zeigt dir, wie es ist, die seltenste Art von Liebe zu verlieren. Eine Liebe, die keine Aufmerksamkeit verlangt, sondern sie frei schenkt. Niemand macht es wie eine Jungfrau und niemand wird es je tun. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden. Schreib in die Kommentare, welches Sternzeichen du bist und ob du eine Jungfrau in deinem Leben hast. Ich freue mich auf eure Geschichten. Bis zum nächsten Video.